Hallo. Hallo. Jetzt wird gezockt. Und gegessen. Und geschlafen. Und der ganze Scheiß nochmal von vorne. Mhm. Ja. Was soll das überhaupt? Eat, sleep, play, repeat. Das ist angelehnt an an den Film Edge of Tomorrow, ja, der heißt Live, Die, Repeat, glaube ich, heißt der, ne? Ja. Und das ist halt, da geht's um Wiederholungen und halt langer Weg, Marathon und so weiter. Mhm. Und das, was wir hier meinen, ist tatsächlich Marathons von Gaming-Marathons, wenn du so willst. Das heißt, man hat sich irgendwo getroffen früher, mit seinem Schlafsack hat man dann unterm Tisch gepennt und die restliche Zeit gezockt, gefressen, geschlafen, ne? Und dann wieder von vorne. Und die interessante Frage ist, kennt man das oder nicht? Ich habe das tatsächlich noch nie so gemacht, Nee. dass ich zu jemand anderem hingegangen bin mit meinem Computer unterm Arm und habe da dann einen Gaming-Marathon gemacht. Hm. Auch. Aber seitdem wir zusammenleben, Ja, ist das irgendwie... bin ich des Öfteren auch schon mal während eines Gaming-Marathons am Game eingeschlafen, ja. Ja, gestern. Zum Beispiel. Manchmal ist das so, dann liegt sie da und dann schläft sie ein und läuft nach vorne. Und das Püppchen rennt dann mit dem Kopf an der Wand lang, an der Wand lang, an der Wand lang. Ich wollte den ganzen Tag drauf gefreut, endlich weiter zu spielen. Und dann da habe ich endlich und bin so müde. Also wenn ich auf dem Bildschirm gucke so und dann bewegt sich irgendwann so langsam irgendwie das Bild nach irgendwo, dann weiß ich ganz genau, okay, sie ist wieder eingepennt. Das tatsächlich. Na gut, okay, aber... Ich denke dann immer, oh, hat einer gemerkt? Ne, es ist... Ja, macht ja nichts. So. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, wie lange ist denn dein letzter Gaming-Marathon über mehrere Tage her tatsächlich? Und die haben Folgendes gesagt. Der ist tatsächlich schon eine längere Weile her. Ich habe allerdings durch die aktuelle Lage natürlich dann auch mal ein paar Tage Spiele gebinged, würde ich einfach mal sagen, zum Beispiel. Und das letzte Mal war, glaube ich, tatsächlich so im April. Nein, also Gaming-Marathon kann man sich leider kaum erlauben mit Vollzeit-Job und Familie und Kleingarten, das bin ich auch noch. Also richtig Gaming-Marathon mache ich leider nicht mehr. Also ich sag mal so, nach 2 Stunden Sessions ist meistens leider Schluss. Da muss ich noch sehr jung gewesen sein, also schon sehr lange. Ne? Also ich habe im Moment einfach gar keine Zeit mehr für sowas, so Marathons. Ich glaube, das letzte Mal war das so zu Fallout 3 Zeiten, wo ich dann wirklich mit meiner Frau Nächte verbracht habe vor dem Fernseher und vor dem Bildschirm. Aber dann halt mit Tochter, Björn, du wirst es wissen, die Zeit, die wird nicht mehr und für tagelange Marathons leider kein Raum mehr. Das war kurz nach dem Krieg, meine ich, und ich glaube, das war, was war das denn nochmal? Ich glaube Red Dead Redemption Teil 1. Da habe ich irgendwann mal gedacht, man muss doch irgendwie diesen, was war das, Jaguar mit dem Dynamit, das muss man doch irgendwie hinkriegen. Und habe, glaube ich, 6 Stunden oder 8 Stunden die ganze Nacht verbracht, um auf diesem blöden Hügel mit dem Dynamit diese blöde Raubkatze zu kriegen. Nur um auf 100% zu spielen, was ich dann tatsächlich auch geschafft habe. Ich glaube nur einmal im Leben. Und zwar nur bei Red Dead Redemption. Tja. Also, Marathon im Sinne von, ich zock wie ein Wahnsinniger und finde das jetzt geil und möchte auch nicht gestört werden und das ist jetzt und blam, so, ja. Und alles, was irgendwie mit Real Life zu tun hat, ist natürlich sofort störend, ne? Die Mama, die dann sagt, du musst aber dein Zimmer aufräumen, weißt du, die geht dir auf den Sack, weißt du, nein, ich habe jetzt Gaming-Marathon. Es gibt auch Leute, die tatsächlich Urlaub genommen haben, dafür tatsächlich für ein Computerspiel. Habt ihr das mal gemacht? Habt ihr mal gesagt, so, ich brauche jetzt unbedingt, da kommt jetzt dieses Spiel XY raus, da nehme ich mir jetzt Urlaub für, weil da soll mir keiner dazwischen labern. Gibt's das, ja? Paradoxon. Heute noch? Paradoxon? Ja, als Kind denkst du immer irgendwie, du hast keine Zeit und dein Leben ist so fremdbestimmt, musst du in die Schule. Ja. Und dann sagen deine Eltern, wann du nach Hause kommen sollst und so. Und dann freust du dich irgendwann mal endlich erwachsen zu sein, über dein Leben selber bestimmen zu dürfen. Und dann bist du erwachsen. Und dann denkst du, boah, früher hatte ich viel mehr Zeit.
Das stimmt, das ist wirklich wahr. Ich würde auch lieber zocken, als manchmal irgendwas zu machen. Ne? Das ist tatsächlich so, ja. Ja, geht mir auch so. Ja, hat man halt Pflichten. Gibt auch manchmal so Zeiten, da habe ich überhaupt keinen Bock zu zocken. Da gucke ich lieber Serien oder lass mich irgendwie mit Musik berieseln oder mache irgendwas Kreatives oder so. Aber momentan habe ich Bock zu zocken, tatsächlich. Ja, ich auch. Ja. Es ist alles eine Phase. Ja. Ne? Und jetzt gerade in der Zeit irgendwie Corona und Co., da ist ja auch irgendwie Raum dafür da, dass man sagt, ja, jetzt habe ich Bock auf was anderes. Ja, das Schöne daran ist ja, wenn es tatsächlich dann auch zündet. Wenn du Ja. ein Spiel hast, wo du sagst, so, da habe ich jetzt Bock drauf. So, ne? Genau. Das ist dann schon geil. Und dann macht man auch mal einen Marathon. So, wie sieht unser Marathon aus? Wir haben Kinder und die bestimmen unseren Alltag. Wir haben unsere Arbeit und die bestimmen die andere Hälfte des Alltags. So. Und das heißt halt so, da muss man sich seine Nische suchen. So richtigen Marathon, so, wir ballern jetzt alles durch. Haben wir auch schon mal gemacht, so Samstag, so, was machen wir? Ach, ja, eine Disco ist nicht, ne? Karaoke-Bar zu. Essen gehen darfst du auch nicht mehr. Ja, dann, zocken wir halt so, ne? Und dann haben wir auch schon mal 2 Tage lang gezockt, ne? Wo die Kinder dann bei der Oma sind oder sowas, ne? Das macht dann schon Sinn. Das machen wir am Wochenende häufig. Machen wir das, ne? Gerade jetzt so in dieser Zeit des Lockdowns und so, da macht das schon Sinn. Richtig. Aber ist halt so, ne? Tatsächlich so den Rechner irgendwo hinschleppen und dann zusammen zocken. Ich hatte mal eine WG zusammen mit den Leuten von Piranha Bytes, ne? 2 von denen sind tatsächlich auch noch da, der Hoshi und der Magic, ja, und da haben wir Computerspiele geatmet. Zu der Zeit habe ich dich kennengelernt. Ja, Ganz grob. Ja, das war zu den Gothic-Zeiten halt, ne? Und da haben wir tatsächlich so diese Piranha Bytes WG gehabt und da haben wir nichts anderes gemacht als Computerspiele machen oder spielen. Na? Das ist ein mehrjähriges Zockmarathon gewesen, wenn du so willst, ja. Und hat mich auch sehr geprägt, muss man sagen. Und ich finde das auch cool. Wir sind jetzt Eltern. Klar, worauf ich hinaus will, ne? Wenn unsere Kinder dann mal sagen so, Papa, geh mir mal nicht auf den Sack, die Zimmer aufräumen, mach doch selber. Was machen wir denn dann? Dann wird's schwierig, ne? Weißt du, für mich ist das so wie mit Haare frisieren. Ja? Ja. Solange... Da bin ich raus. Da habe ich nichts mehr mit zu tun. Nein, worauf ich hinaus will, ist, solange etwas nicht krankhaft ist oder dir etwas anderes kaputt macht, lass. Sollen sie machen, ne? Ja. Ja. Ja, das heißt, es gibt ja auch irgendwie, wie unterscheidet man denn normales Computerspielen von Suchtverhalten? Wenn du jetzt ab und zu mal mit deinen Kumpels einen Gaming-Marathon machst, mittlerweile läuft ja alles online, das ist ja super bequem, ja? Die installieren sich irgendeine Plattform, treffen sich dann mit ihrer Headsets und schon funktioniert das. Während damals irgendwie, frag mal irgendwie den Uwe, ob er seinen PC mitschleppen kann. Ach, der hatte doch nie Zeit. Und wenn, dann war da irgendwie die Bude voll oder der hat ja eine Freundin. Ja, kannst du nicht mehr. So. Eine völlig andere Qualität. Ja. Ja? Und deswegen es ist für mich alles eine Frage der Dauer. Alles, was extrem ist, ist schlecht. Und mal ein Gaming-Marathon-Wochenende zu machen, das kann man ruhig mal machen. Man kann auch mal ein Fahrradwochenende oder ein Schwimmwochenende machen. Aber die Mischung macht's wenn am du Ende jetzt des Tages. Ja. morgens nicht mehr aus dem Bett kommst irgendwie und es nicht mehr zur Schule schaffst, dann ist schlecht. Ja. Aber ich kenne das, ne? Bis nachts um 3 Uhr, 4 Uhr teilweise, und du willst dann 5 Uhr, dann wird's draußen hell und du denkst, boah, scheiße. Eigentlich musst du jetzt zum Studium, ne? Ach komm, scheiß drauf, mach so einen freien Tag oder was. Ne? Und dann legst du dich hin und dann kann das verdammt schwer sein, um 12 Uhr mittags aufstehen zu müssen. Das können manchmal körperliche Schmerzen sein, wenn man so einen Marathon gemacht hat. Hatte ich sehr selten. Also. Hatte ich sehr selten. Ich habe das meistens tatsächlich auch, so wie heute, also heutzutage, auf Freitag, Samstag verschoben. Mhm. Ja? Und unter der Woche eben andere Sachen gemacht. Ja? Das heißt nicht, dass ich unter der Woche nicht gezockt habe. Es heißt nur, dass ich unter der Woche nicht bis morgens früh gezockt habe. Ja, verstehe. Mhm. Ach ja, auch wenn es Spaß macht, ne? So super. Na, das wird ja spannend. Ja, das wird spannend. Vor allem wir sitzen ja jetzt im Glashaus, ne? Wir zocken ja. Und wir machen auch noch Computerspiele. Das ist alles, was wir machen. Das sind unsere Pflichten, ne? Und natürlich Kinder erziehen und aufpassen, dass man sich nicht
Ja, du lachst, aber das ist genau der Punkt. Irgendwann sitzen unsere Kinder vor uns und sagen, ja, ihr Zockos, ne? Zockt den ganzen Tag, Computerspiel ist euer Leben, aber, ne? Was ist denn jetzt hier mit dem Rest? Ja, das ist aber auch ein bisschen gekrückt, ne? Weil, wie gesagt, das ist eine Frage der Dosis irgendwie. Ja. Wir gehen genauso oft raus. Wir gehen genauso oft andere Leute besuchen, wenn wir denn können. Momentan ist halt ein bisschen mau. Das ist richtig, Wir machen Unternehmungen, wir gehen schwimmen, wir waren auch im Schnee jetzt am Sonntag. Wir waren jetzt im Schnee. Haben Schneemänner gebaut. Und ich finde, so ein Tag, der muss halt unterteilt sein. Wenn du irgendwie bestimmte Zeit am Tag irgendwie dafür übrigst, irgendwie dich mit Medien zu beschäftigen. Und ob das jetzt Fernsehen ist oder Zocken, spielt für mich da keine Rolle. Ja. Und das macht Spaß, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Wenn du nichts anderes mehr machst, ne, so wie diese Andeutung, die du sagst, dann ist das bedenklich. Aber ich muss sagen, ich habe das selber auch schon übertrieben. Muss ich ja sagen. Ganz ehrlich. Ne? Ich habe das schon mal übertrieben und dann ist man auch ein bisschen nicht mehr aufnahmefähig so richtig. Ne? Das habe ich auch schon mal gemacht. Ne? Das ist so ein bisschen, dann wird man auch picky, ne? was Computerspiele angeht. Dann fleucht so ein bisschen die Magie, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann riecht man sich schnell auf über Kleinigkeiten. So. Das ist so wie, am Anfang trinkst du Asti Spumante und findest den lecker. Ne? Als junger Mensch. Weil es halt süß und lecker und Alkohol und so. Und irgendwann wird man älter und irgendwann fängst du dann an, jetzt muss da aber ein bisschen herber sein. Oh, das ist aber herb, das ist sehr herb. Ne? Irgendwann saufst du nur noch Essig, weil den Rest magst du nicht mehr. Das ist nicht gut. Essig ist nicht gut. Essig saufen. Ne? Nee. Also, und das ist halt das Problem. So. Und das heißt, wenn es zu extrem wird, dann ist es doof. Und dann muss man halt irgendwie die Kurve kriegen. Eine Mischung aus allem. Finde ich auch. Bin ich auch dabei. Wenn man gar nicht die Kurve kriegt, dann sollte man sich Hilfe holen. Aber Gaming-Marathon ist auf jeden Fall eine coole Sache. Haben wir auch selber gemacht. Und hast du eine Community-Frage? 2. 2? Das kenne ich doch irgendwoher. Also, nutzt ihr beim Dev-Bild Computerstimmen oder Sprachaufnahmen vom Azubi, bevor die richtigen Sprachaufnahmen drin sind? Oder reicht eine einfache Textausgabe hier? Ja, das ist echt spannend, diese Frage, weil früher hatten wir nur Textausgaben, wir hatten ja nichts. Und wenn es AI-Reaktionen gab, dann waren am Anfang noch Textausgaben, aber das war Kacke. Also haben wir uns hingesetzt und haben SVMs, das heißt Standard-Voice-Module, sowas wie jetzt bist du dran oder raus aus meiner Hütte oder sowas, die gar nicht storyrelevant sind, sondern die AI beschreiben, ob der jetzt wirklich drauf reagiert auf mich oder nicht, die haben wir dann selber eingesprochen. Aber die Texte an sich, die sprechen wir nicht ein. Weil das wäre zu viel Aufwand. So. Neuerdings haben wir dafür auch eine Computerstimme. Das heißt, der Computer liest dir das vor, gibt's ja noch nicht so lange. Ein paar Jahre. Und früher haben wir das halt nur mit Text gemacht und heute tatsächlich haben wir, die Männer werden von einer männlichen Stimme, die wir dann auch entsprechend lizenziert haben und implementiert haben, gesprochen, die Texte. Frauen von einer Frau. Und der Player, damit man auch unterscheiden kann, weil der Player, ne, und so, ist dann auch immer eine gepitchte Stimme des Mannes. So. Ne? Ja. Aber ich finde, seitdem wir so eine Männer- und eine Frauenstimme im Spiel haben, das macht's viel einfacher, mal eben was zu testen. Man ist näher dran. Vor allem sowas wie Self-Other-Fehler. Das heißt, selbst oder der andere, passieren dir nicht mehr. Muss ich erklären. Self-Other-Fehler ist, wenn der Spielercharakter was sagen soll, ja, aber es der andere sagt. Dass man sich vertan hat. Dass man eingetragen hat, der Player soll das hier sagen, sondern der andere sagt das dann oder so. Und das heißt, die steht zwar der richtige Text, aber der falsche, das falsche Püppchen ist eingetragen. So, ja, das ist halt irgendwie, und das merkst du nicht, wenn du nur den Text liest. Dann siehst du nämlich oben nur immer den Namen, das bin ich selber, oder das ist der Charakter, bin ich selber, ist der Charakter, bin ich selber, das merkt man nicht. Ja. Liest der das aber vor, merkst du sofort. Merkst du sofort, oh Moment, das ist falsch, das muss der andere sagen. So. Na, das hilft wirklich. Ja, na? also man kann viel mehr Fehler rauslutschen aus dem Spiel, wenn man sie tatsächlich hören kann. Das ist eine ganz große Errungenschaft, tatsächlich. Ja. Gut. Das ist cool. Zweite Frage habe ich noch. Ja. Und zwar,
Da hat einer geschrieben, als PC-Games-Entwickler habt ihr doch bestimmt die dicken Rechner bei euch stehen mit RTX 3900, oder? Ja, einer von uns bestimmt, aber der Rest nicht. Weil wir so einen Querschnitt machen, ja, durch alle Rechner, die es so gibt. Die gängigen gerade so, ja. Na gut, jetzt hat Windows 7 den Support eingestellt, aber bis vor kurzem hatten wir auch noch Windows 7 Rechner da im Einsatz und so weiter. Das heißt also so möglichst unterschiedliche Konstellationen von Rechnern und so weiter, damit man schon sieht, was Kapelle ist. Ne? Und wir bauen das Spiel tendenziell auf Rechnern, auf Wald- und Wiesenrechnern, die auch da draußen dann in dem Moment halt Standard sind. Das gibt's auch. Da kommt drauf an, was man macht. Wenn man im Bereich Grafik arbeitet, sollte man tendenziell die schnelleren Rechner haben. Wenn man im Bereich Story arbeitet, so wie wir auch, ne, dann eher tendenziell die Wald- und Wiesenrechner. Ne? Und ich hatte auch schon mal irgendwie eine total alte Gurke, da hat alles geruckelt, irgendwie war aber nicht schlimm. Ja, weil halt irgendwo muss das auch funktionieren. Und über unsere eigenen Rechner gibt's natürlich auch noch dann irgendwann Hardware-Tests, die ganz zum Ende der Entwicklung gemacht werden, wo dann nochmal geguckt wird, was so gängig ist, was wir jetzt nicht bedienen, um herauszufinden, was ist denn jetzt so, was sind denn zum Beispiel die Mindestanforderungen und solche Sachen. Und zu Hause kauft man sich wie ein normaler Bürger irgendwann mal einen neuen PC und versucht den so lange wie möglich durchzuziehen. ja. Da unterscheiden wir uns nicht so. Ja, ist auch Standard. Von Also den das anderen. jetzt nicht irgendwie. Also ich weiß, dass der Gronk eine ziemlich fette Maschine unter seinem Podest hat. Ja. Ne? Und der hat auch immer High-End und der kriegt die auch gestellt. Ne? Macht ja auch Sinn, weil das ist sein Arbeitswerkzeug, womit er dann auch Sachen präsentiert. Bei uns ist es so, wenn es bei uns ruckelt oder irgendwie mal hakt oder nicht so performant ist, bei der Arbeit ist das nicht so schlimm. So, wir müssen ja nichts präsentieren. Meistens jedenfalls. Und wenn wir was präsentieren, dann nehmen wir auch einen dicken Rechner. Ja. Weil es dann einfacher ist. Ja gut, hoffentlich beantwortet das die Frage. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Boah, mich hat so eine Mücke gestochen. Genau da.